Wir arbeiten an einem kostengünstigen Elektrofahrzeug, das in großen Stückzahlen hergestellt wird. Wir sind bei dieser Arbeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Die Revolution in der Fertigung, die dieses Auto darstellen wird die Leute umhauen. Das ist, was Elon über die Zukunft gesagt hat. Das Unternehmen wird das Modell 2 Redwood herstellen, so Reuters. Tesla strebt eine ehrgeizige Produktionsrate von 10.000 Einheiten pro Woche an, wenn die Serienproduktion beginnt. Dabei verlässt sich Tesla auf bahnbrechende Innovationen, von denen Sie vielleicht noch nicht einmal gehört haben, wie einen neuen Motor. Design, das keine Seltenerdelemente verwendet, aber warum wendet sich Tesla von seltenen Erden ab? Welche anderen bahnbrechenden Technologien planen Sie zu integrieren, um die Produktion zu beschleunigen und die Kosten niedrig zu halten? Im heutigen Video werden wir tief in die technischen Geheimnisse hinter dem eintauchen der Produktionsprozess des Modells 2 und die große Frage, die wir angehen, ist, ob Tesla wirklich ein Auto unter 23.000 US-Dollar liefern kann oder ob dieses mutige Unterfangen scheitern wird. Lassen Sie uns herausfinden, ob Ihnen unsere Inhalte gefallen und Sie weitere Updates zu den neuesten Innovationen von Tesla sehen möchten. Bitte erwägen Sie ein Abonnement. Sind unglaublich dankbar für jeden von euch, der uns hilft, unserem Ziel von 345 Subs näher zu kommen. Danke, dass ihr Teil der Reise seid. Das Wichtigste zuerst: der neue Motor. Es gibt zahlreiche Arten innovativer Motordesigns mit Argumenten für und gegen Tesla, die Sie verwenden. Zurück zu Investor Day im vergangenen Jahr. Tesla enthüllte Pläne zur Entwicklung eines Permanentmagnet-Elektrofahrzeugmotors, der die Verwendung von Seltenerdelementen im Periodensystem deutlich vermeidet. Seltenerdelemente sind die in der Grafik unten rot umrandeten Lanthanoide sowie Scandium und Yum. Die Tatsache, dass der Motor des Modells 2 wird keine seltenen Erden verwenden. Dies sollte zu niedrigeren Kosten führen, eine Skalierung ermöglichen und die Abhängigkeit des Unternehmens von China im Jahr 2023 weitgehend verringern. China trug laut Statista über 23% zur weltweiten Seltenerdminenproduktion bei. Während diese Strategie vielversprechend klingt, sind seltene Erden erforderlich, um leistungsdichte Magnete zu erzeugen, die den Magnetfeldern in einem Elektromotor standhalten können. Derzeit weiß niemand außerhalb von Tesla, wie sie dies als nächstes erreichen wollen. Ein YouTube-Kanal prognostiziert die Zukunft von Tesla Motors. Es besteht also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Tesla wird Ferritmagnete verwenden. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie einen Ferritkern mit einer anderen Beschichtung verwenden. Es besteht sogar eine kleine Chance auf einen Eisenkern mit Beschichtung. Es ist möglich, dass sie Nanokompositmagnete verwenden. Es ist durchaus möglich, dass sie Tetranit-Logik diktiert, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gering ist. Allein aus Wunschdenken bin ich nicht wirklich diese Option und es besteht eine sehr geringe Chance, dass sie Iridiumnitritmagnete verwenden, die mit oder ohne Niron entwickelt wurden. Zweitens kommt Tesla mit den ganz neuen Sitzkonstruktionen. Die Sitze im Modell May 2 weisen in verschiedenen wichtigen Aspekten erhebliche Unterschiede zu herkömmlichen Autositzen auf. Hier ist die alte Art der Sitzkonstruktion in vielen herkömmlichen Autos heutzutage. Das ist, als würde ein Typ mit einem Schraubenzieher hineingehen. Es ist wie, oh, okay, das ist wirklich einfach. Ein anderer ist ein Typ, der etwas Leder nimmt und versucht, es über diesen Rahmen zu spannen. Er ist wie dieser große, stämmige Typ, und das ist alles, was er 8 Stunden am Tag tut. Sie wollen mir sagen, dass er das wiederholt tun kann, wissen Sie, auf einem, das Spee 40 Sekunden waren wie man, das wird anstrengend. Der herkömmliche Prozess des Platzierens von Sitzbezügen oder Häuten über Schaumstoffpolstern stellt einen mühsamen Engpass in der Automobilherstellung dar. Das Spannen der Haut, damit sie über den Schaumstoff passt, ist eine körperlich anstrengende Aufgabe, die die Produktionsgeschwindigkeit beeinträchtigt. Die Beschleunigung dieses Prozesses. Der Prozess ist nahezu unmöglich, da er zu einer erhöhten Ermüdung der Mitarbeiter, einem höheren Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen und einer verringerten Produktqualität führen kann. Teslas Lösung für diese Herausforderung ist Optimus mit fortschrittlicher Geschicklichkeit und Präzision. Dieser humanoide Roboter könnte die Sitzmontage revolutionieren, indem er die Geschwindigkeit erhöht und gleichzeitig die Effizienz und Konsistenz verbessert. Aber Tesla hat vielleicht eine noch radikalere Lösung in petto. Das beste Teil ist kein Teil. Der beste Prozess ist kein Prozess. Es wiegt nichts, kostet nichts. Man kann nichts falsch machen, wenn man Elon Musks Philosophie folgt. Das beste Teil ist kein Teil. Tesla will das eliminieren. Die Notwendigkeit für separate Sitze. Heute völlig traditionelle Autositze bestehen in der Regel aus mehreren Schichten, darunter ein Strukturrahmen, in der Regel aus Metall und Kunststoff, Schaumpolsterung und Polsterung. Abdeckung. Teslas Patent für Hautschaumarchitektur für die Versehung versucht, die letzten beiden Komponenten zu rationalisieren, indem sie zusammengeformt werden. Wie Sie könnte mir vorstellen, dass diese Innovation den Produktionsprozess der Sitze erheblich vereinfachen, da die Bezüge nicht mehr zusammengenäht und über die Polsterung gezogen werden müssen. Wie funktioniert es also? Beginnen wir mit einem Werkzeug oder einer Form. Tesla plant, zuerst die äußere Sitzschicht in das Werkzeug zu pressen, gefolgt von einem Netzstützrücken und schließlich die Polsterung. Alternativ prüft der Automobilhersteller die Möglichkeit, die letzte Hautschicht auf den Sitz zu streichen. So oder so bleibt die Grundidee dieselbe.
Tesla deckt hier einfach seine zukünftigen Grundlagen ab und weist auch darauf hin, dass eine leitfähige Netzschicht eingebettet werden kann im Sitz, der als Insassensensor dient oder eine Heizfunktion bietet, obwohl Tesla dieses Patent noch nicht umgesetzt hat. Wenn man den fortschrittlichen Fertigungsansatz in der Alien Dreadnought-Fabrik des Modells 2 berücksichtigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es in Zukunft übernommen wird. Drittens zielt Tesla darauf ab, die Komplexität von der Kabelbaum Teslas Ansatz, die Komplexität des Kabelbaums im Modell 2 zu reduzieren, stellt einen bedeutenden Sprung nach vorne im Automobildesign dar. Traditionell würde jede Komponente eines Autos wie die Blinker, Scheinwerfer, Fenstermotoren und Türantriebe einzeln mit ihrer Steuerung verdrahtet. Quelle erfordert umfangreiche Verkabelung. Teslas innovative Lösung führt einen zentralen Verkabelungshub ein, der als einziger Strom- und Befehlsverteilungspunkt für das gesamte Fahrzeug fungiert, anstatt lange Kabel durch das ganze Auto zu verlegen. Geräte werden lokal über viel kürzere Kabel verbunden und reagieren nur auf bestimmte Befehle, die für sie bestimmt sind. Dieses optimierte Design reduziert den Bedarf drastisch für übermäßige Verkabelung und vereinfacht die gesamte elektrische Architektur erheblich. Darüber hinaus wechselt Tesla auch zu einem 48-Volt-Bordnetz, das zuvor am Cybertruck getestet wurde und nun seinen Weg in das Modell 2 findet. Dieser Schritt auf 48 Volt vereinfacht nicht nur die Verkabelungssystem des Fahrzeugs, sondern führt auch zu erheblichen Gewichts- und Kosteneinsparungen bei Fernbetätigungssystemen wie Steer-by-Wire. Dieses System mit höherer Spannung ist besonders vorteilhaft. Um es ins Verhältnis zu setzen, ein herkömmliches Auto kann bis zu 3 mil Verkabelung haben, was etwa 100 hinzufügt. PBS zum Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Im Vergleich dazu ist Teslas Modell 3 bereits branchenweit führend in der Verkabelungseffizienz und verwendet nur 1,1 mil Kabel, die ungefähr 42 lb wiegen. Der neue Verkabelungshub im Modell 2 verspricht, diese Effizienz noch weiter zu steigern. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass Tesla die Menge an Verkabelung im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen um über 90% reduzieren könnte. Dadurch werden sowohl die Länge als auch das Gewicht der Verkabelungssysteme drastisch reduziert. Bei dieser Reduzierung geht es nicht nur um Gewichtseinsparungen, sondern auch um erhebliche finanzielle Auswirkungen. Auch bei einem Kupferpreis von etwa 4,50 US-Dollar pro Kilogramm könnte Tesla durch die geringere Verkabelung bis zu 180 US-Dollar pro Fahrzeug allein an Kupfer einsparen. Durch die Reduzierung des Fahrzeuggewichts werden zudem weniger Batterien benötigt, was die Produktionskosten weiter senkt und die Gesamteffizienz verbessert. Der kombinierte Effekt eines zentralen Verkabelungshubs und der Wechsel zu 48 Volt könnten revolutionär sein und nicht nur die Komplexität des Fahrzeugs reduzieren, sondern auch Leistung und Kosteneffizienz verbessern. Dieser innovative Schritt könnte einen neuen Industriestandard für das Design von Elektrofahrzeugen setzen und das Modell 2 als eines der effizientesten positionieren. Und erschwingliche EVs auf dem Markt. Lassen Sie uns schließlich über die revolutionäre Unboxing-Herstellungstechnik sprechen. Teslas revolutionäre Unboxing-Herstellungstechnik wird die Konstruktion von Fahrzeugen dramatisch verändern, insbesondere im Fall des Modells 2, das auf einen Marktpreis von unter abzielt 23.000 US-Dollar. Dieser mutige Ansatz soll die Produktionskosten minimieren und Tesla von der traditionellen Fließbandmethode abheben, die den Automobilbau dominiert, seit Henry Ford vor über einem Jahrhundert mit dem Modell T begann. Anstatt Autos schrittweise auf einem Fließband zu montieren, ist Tesla Einführung der innovativen Unboxing-Methode, bei der große vorgefertigte Untereinheiten des Fahrzeugs zusammengebaut werden. Das Herzstück dieser Technik ist Teslas bahnbrechende Megacast-Technologie. Bei dieser Methode werden riesige Gussmaschinen verwendet, um große Teile des Autos in Einzelteilen herzustellen, wodurch die Notwendigkeit mehrerer kleinerer Komponenten entfällt, die Stück für Stück zusammengebaut werden müssten. Beim in Berlin und Texas gefertigten Modell Y sind die Vordersitze beispielsweise auf dem Batteriepaket vormontiert. Dies rationalisiert den Montageprozess und bietet einen einfacheren Zugang zu wichtigen Komponenten. Dieser Prozess dürfte sowohl die Produktionskosten drastisch reduzieren. Zeit- und Arbeitskosten. Laut Teslas Insider Pablo auf X strebt das Unternehmen eine beeindruckende Reduzierung der Produktionskosten um 50% an. Mit der Unboxing-Methode werden diese Kosteneinsparungen durch 2 Hauptfaktoren vorangetrieben, den geringeren Bedarf an Handarbeit und eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Einzelteile. Für die Montage von weniger Teilen bedeutet weniger Fehlermöglichkeiten während der Montage, was den Arbeitsaufwand weiter verringert und die Produktionszeiten beschleunigt. Darüber hinaus erwartet Tesla, den Platzbedarf für die Fahrzeugherstellung um bis zu 40% zu reduzieren, was es dem Unternehmen ermöglicht, mehr Fahrzeuge auf weniger Raum zu produzieren, was die Effizienz weiter verbessert. Darüber hinaus wird die Unboxing-Technik könnte die gesamte EV-Herstellungsbranche revolutionieren, indem sie neue Maßstäbe für Effizienz und Skalierbarkeit setzt, indem Fahrzeuge in modularen Untereinheiten zusammengebaut werden. Tesla kann Autos schneller mit weniger Ressourcen und zu geringeren Kosten produzieren und dabei die Fahrzeugqualität beibehalten oder sogar verbessern.
Diese Mod-Konstruktionsmethode könnte bald die Industrienorm, die heute das umfassende Update zur Herstellung des Modells 2 abschließt. Hier ist, was wahrscheinlich passieren wird. Tesla wird definitiv wieder die Produktionshölle erleben, wie sie es beim Hochfahren des Modells 3 hatten. Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass der Tesla von 2018 nicht das gleiche wie das Tesla von heute, das in der Produktionskompetenz deutlich gereift ist. Sie sind jetzt Branchenführer, basierend auf ihrer Erfolgsbilanz. Ich vertraue darauf, dass Sie das Schiff sicher steuern. Was denken Sie darüber? Hinterlassen Sie Ihre Vermutung im Kommentarbereich unten. Wenn Ihnen die heutige Inhalt, drücke den Gefällt mir Knopf und abonniere unseren Kanal, um über die neuesten Tesla-Innovationen auf dem Laufenden zu bleiben. Fahren Sie sicher und wir freuen uns, Sie im nächsten Video dabei zu haben.